So, morgens um 7 Uhr im François-Perron Nationalpark. Der Motor läuft schon mal warm, damit wir gleich die nächsten 30 Kilometer mit Vierradantrieb, die beiden Hinterachsen, schaffen. Hallo und herzlich willkommen zum Teil 4 unserer Australien-Reise 2023. Mit einer gebrochenen vorderen Antriebswelle machen wir uns auf den Weg raus aus dem Nationalpark. Und? Morgen, ja. Zwar keine Anzeige hier, aber nach Bauchgefühl fülle ich jetzt mal die Reisen auf. Oh, jetzt ist aber was los, ne? 8 Uhr. Wir erreichen Denham, dort gibt es 2 Autowerkstätten. Der nächste freie Termin ist jedoch frühestens in einer Woche. Jetzt haben wir erstmal Zeit, denn wir haben uns für eine Woche hier eingebucht und warten auf den Werkstatttermin nächste Woche. Wir haben zum Glück eine Ersatzantriebswelle dabei, da benötigen wir nur eine Werkstatt, die uns die Welle einbaut. Hier in Denham mit seinen 600 Einwohnern gibt es 2 Mechaniker. Wir haben mit viel Glück einen Termin für nächste Woche bekommen. Die nächste Mercedes-Werkstatt ist übrigens in Geraldton, ca. 500 Kilometer entfernt. Dieses Restaurant ist übrigens komplett aus zementierten Herzmuscheln gebaut. Denham ist das Verwaltungszentrum der Shark Bay-Region. Jedoch sehr beschaulich. Heike genießt den Tag und erwandert sich Denham. Ich finde Zeit für ein Buch. Denham bietet neben 2 Restaurants, einem Café, 2 kleinen Supermärkten jeden Abend spektakuläre Sonnenuntergänge.
Denim ist so ruhig, dass sogar die Emus die Straße nutzen können. Heute ist Sonntag und unser letzter voller Tag hier. Morgen haben wir den Werkstatttermin. Kaputt. Wir machen uns auf den Weg zur Werkstatt. Unsere Sperren sind eingeschaltet, da ist unser Wendekreis etwas eingeschränkt. Die laufen jetzt alle über die Straße. Die sind noch jung, die haben noch Pflaumen. Der Mechaniker ist etwas verärgert, weil er hatte sich Sixfoot vorher nicht angeguckt, dass er so groß und so schwer ist. Er passt nicht in seine Halle. Jedoch hatten wir den Termin vereinbart und das Ersatzteil dabei. Daher schickt er uns in den Ort und sagt, wir sollen in 4-5 Stunden wiederkommen. Wir sind nicht allein, sondern wandern in Gesellschaft. Er scheint wieder repariert zu sein. Das ist ein gutes Zeichen. Unsere alte Welle ist völlig zerbröselt. Zum Glück hatten wir die Ersatzwelle dabei. Aber jetzt sind wir wieder fahrbereit und unsere Australienreise kann weitergehen. Sixfoot läuft wieder. Repariert und fährt. Wir sind noch ein bisschen skeptisch. Wir werden am Morgen vom Ranger geweckt, denn diese Campzeit ist kostenpflichtig und muss telefonisch gebucht werden. Am Vortag jedoch sind wir spät angekommen, nach 17 Uhr, und wir konnten keinen mehr erreichen. Jedoch hatten wir eine Nachricht auf dem AB hinterlassen, daher kein Problem. Wir sollen heute nochmal telefonisch nachbuchen. Die gesamte Shark Bay-Region mit Denham und Monkey Mia ist nur über eine einzige Straße erreichbar, eine Sackgasse. Da müssen wir erstmal zurück zum Highway fahren.
erreichen nun den offiziellen Nordwesten Australiens. Nach etwas mehr als 300 Kilometer erreichen wir Carnarvon, die nächstgrößere Stadt mit 4000 Einwohnern. Hier wollen wir unsere Vorräte auffüllen. Hier ist schon Woolworths, mein Gott. Aber fahr ruhig mal geradeaus. Schon mal geradeaus rum, ne? Hier können wir unsere Vorräte auffüllen, 6 Foot voll tanken und da es schon später Nachmittag ist, beschließen wir auf einem Campingplatz heute Nacht hier zu bleiben. Carnarvon hat 5 große Campingplätze. Dies ist einer davon, der Discovery Park. Hier haben wir die Nacht verbracht. Es sind zurzeit keine Ferien und keine Saison, trotzdem sind alle Campingplätze voll. Denn seit Corona reisen die Australier hauptsächlich im eigenen Land und jeder Rentner hat einen SUV mit einem Offroad-Wohnwagen. Carnarvon, am Gascoyne River gelegen, ist bekannt für seinen Obst- und Gemüseanbau. Hier gibt es ein Walskelett, entfernt von der Küste in einem Kakteengarten zu entdecken. Wir sind weiter auf dem Weg nach Norden, jedoch biegen wir jetzt demnächst links ab und es geht Richtung Exmouth. Unser Ziel für heute ist Coral Bay, direkt am Ningaloo Reef gelegen. Es soll nur 200 Einwohner haben. Wir sind gespannt. Heike am Termitenhügel. Ja.
toll, ne? Wie groß. Coral Bay ist doch nicht so einsam, wie wir erwartet haben, mit 200 Einwohnern. 200 Einwohner, ja, vielleicht, aber mindestens 1000 Camper. Coral Bay mit seiner Bucht, dem Strand und dem dahinterliegenden Ningaloo Reef ist wunderschön. Uns gefällt es sehr gut, jedoch ist Freistehen hier absolut verboten. Man müsste auf den Campingplatz gehen. Der ist uns ein wenig zu voll, daher beschließen wir weiterzufahren. Oh. Naja. So haben wir es nicht erwartet. Also ist es hier mit Mühe und Not kriegst du einen Platz auf dem Campingplatz, willst du aber nicht wirklich. Machen wir aber nicht. Jetzt sitzen wir hier in so einem kleinen Café, Reef Café. Und jetzt haben wir uns gerade Fish and Chips bestellt. Ja, und da stehen ganz viele Camper. Über eine Piste soll es nach 10 Kilometern eine Campsite geben. Dort wollen wir hin. Da wir gerne recht einsam übernachten, gefällt es uns hier besser als in Coral Bay. Teil 4 unserer Australienreise geht nun zu Ende. Wir beobachten noch die Kängurus in der Abenddämmerung und im nächsten Teil geht es nach Exmouth und in den Ningaloo National Park.
Vielen Dank fürs Zuschauen.